Warum hast denn du dich für die Ausbildung zum Agile Coach bei Kraus und Partner angemeldet? Ich habe länger jetzt bei uns in der Firma schon diese agile Umstellung begleitet Mhm. und habe eigentlich ein bisschen mehr Handwerkszeug gesucht. Also ich bin studierter Informatiker und Mhm. ich dachte mir so, es muss mehr geben als nur Scrum oder Mhm. sonstiges und Mhm. dachte mir so, Coaching ist ein guter Ansatz. Und dann war ich mal tagelang im Internet am Surfen und Mhm. habe so verschiedene Coaching-Themen gesucht im Kontext mit Agilität. Und da bin ich einfach über euer 5-Modul-Konzept gefallen, wo mich ja jedes Modul angesprochen hat, Mhm. wo ich dachte, hey super, das Mhm. probierst du jetzt einfach aus Mhm. und gehst da mal hin, weil ich habe einfach nichts Alternatives gefunden. Okay. Ich weiß nicht so genau, was der erste Impuls war. Ich habe natürlich viel davon gehört und es ist mir immer wieder begegnet. Und weil das immer wieder mir begegnet ist und ich sehr, sehr viel Organisationsentwicklung, Teamentwicklung mache und mit Teams arbeite, habe ich gedacht, ich muss wissen, was das ist. Selbst noch nicht mal wissend, ob ich da in dem Bereich was Mhm. tun werde, sondern eher im Sinne von verstehen, was diese neue gewaltige Entwicklung bedeutet. Und ich nehme die als gewaltige Entwicklung wahr. Mhm. Agilität ist in aller Munde und ich wusste nicht so genau warum. Mhm. Und jetzt bist du heute am letzten Tag von Ja, Modul leider. 5, ne? Leider. Ja, leider. Mhm. Was hast denn du so mitgenommen? Was ist das größte Takeaway von dieser Ausbildung? Du, das ist einfach so viel. Ich habe unzählig viele Erkenntnisse mitgenommen. Ich habe große Lust auf Agilität mitgenommen. Sehr, sehr viele Tools, die ich übrigens auch im anderen Kontext super gut einsetzen kann. Mhm. Ganz viele Inspirationen, Impulse. Also das für mich das Schöne ist eigentlich, dass ich sowohl die Sachen anwenden kann in meinem normalen Kontext als Coach und Trainer und Moderator, was ich ja sehr, sehr viel mache, und gleichzeitig einen ganz großen Wunsch verspüre, das Thema massiv zu begleiten in Unternehmen und voranzutreiben. Also ich habe einfach gemerkt, das entspricht ganz doll dem, so meinen Werten und wie ich bin und wie ich fühle. Das allergrößte Takeaway Mhm. war für mich so ein bisschen, wendet euch von dem Framework und den Methoden ab, Mhm. kommt auf das agile Mindset zurück, Mhm. kümmert euch um den Menschen in dem ganzen Mhm. gesamten Spiel, Mhm. weil Prozesse und Organisationen, das können wir seit Jahrhunderten gefühlt. Und Mhm. es scheitert in dem, was ich tagtäglich bei mir im Job erlebe, an den Menschen. Mhm. Und da habt ihr jetzt echt ein super Thema abgeliefert, wo ich sagen muss, das hat es jetzt bündig für mich gemacht. Ich habe über mich noch was kennengelernt und ich habe vor allem ganz viel darüber erfahren, was macht den Menschen in solchen Systemen aus, Mhm. um was muss ich mich drehen und was sind eigentlich da die Hebel, um daran zu gehen. Gibt es Menschen, wo du sagst, denen würdest du es nicht weiterempfehlen? Nein. Warum? Weil ich glaube, selbst wenn du gar nicht als agiler Coach arbeitest, also du erfährst ja auch viel über dich, du erfährst viel. Also Agilität ist ja nichts komplett Neues. Also eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich wissen wir ganz viel, was es bedeutet, wenn Mhm. Leute in die Eigenverantwortung gehen dürfen. Jeder, der Kinder hat, weiß, was es bedeutet. Und trotzdem leben viele nicht so danach. Und ich glaube einfach, dass selbst jemand, der nicht als agiler Coach arbeitet, jeder, der in irgendeinem Geschäftsumfeld arbeitet, da ganz viele Impulse mitnehmen kann, sein Unternehmen zu verändern, das Team, in dem er arbeitet, vielleicht zu verändern und einfach auch mal eine neue Sicht auf die Dinge zu bekommen. Würdest du die Ausbildung weiterempfehlen? Habe ich schon. Mehrfach.